Servus Leute und willkommen zu einem neuen Battlefield 5 Video. Heute wieder aus der Rubrik Waffenguide bzw. Waffenreview. Und zwar geht es um die STG-44. Eine Waffe, die gerade zu Beginn von dem Spiel als absolut OP und Präzisionsmaschine galt. Wir schauen uns an, wie funktioniert das Teil 2020. Dafür checken wir Spezialisierungen, wie verhält sich die Waffe auf unterschiedlichen Distanzen und wie schaut das Ganze mit dem entsprechenden Rückstoßmuster und wie kontrollieren wir das Ganze aus an. Dafür habe ich euch ein Gameplay oder ein paar Gameplay-Sequenzen zusammengestellt und ich würde sagen, wir überlegen nicht lang rum, sondern starten gleich direkt rein. So, dann lasst uns mal mit kurzer und mittlerer Distanz starten, aber erstmal geht die Axt rein, die hat natürlich mit der STG jetzt eher weniger zu tun. Was soll ich euch sagen? Also das Teil ist mit den entsprechenden Spezialisierungen, wie versprochen, die schauen wir uns im Nachhinein noch an, ein absolutes Monster, was kurze und mittlere Distanz angeht, auch wenn man sagen muss, mit einer 600er Feuerrate gehört es jetzt nicht zur absoluten Top-Klasse, was jetzt rein die Feuerrate betrifft. Aber dafür habt ihr wirklich eine Wahnsinnspräzision, auch auf weiter entfernte Ziele. Ihr habt das gerade gesehen. In dem Fall habe ich jetzt nicht auf Autofeuer durchgeschalten gehabt, sondern kurz durchgetappt, um einfach noch auf weiter entfernte Distanzen auch die absolute Präzision zu haben. Ich muss sagen, bei der Waffe ist es auch aus meiner Sicht gar nicht notwendig, auf Einzelfeuer umzuschalten. Eventuell wäre man da vielleicht noch ein Stück weit schneller, aber ist mir in dem Fall zu aufwendig. Also ich tappe das Ganze einfach nur an. Ich zeige euch jetzt gleich auch nochmal in der nächsten Sequenz bei mittlerer bis weiter Distanz, was da der Unterschied ist. Einmal feuere ich im Automodus auf den oberen Gegner, das ist Automodus. Und jetzt tappe ich ganz einfach durch und ihr seht schon, zack, zack, Headshot ist drin. Auch versuche ich das jetzt hier nochmal bei dem Sniper und entscheide mich dann leider für die Bazooka, die mein Ende in dieser Runde dann erstmal besiegelt. Nichtsdestotrotz funktioniert das aber wirklich gut, also checkt das Ganze einfach mal aus, sammelt da eure eigene Erfahrung. Ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch mal rein mit den Spezialisierungen, damit ihr wisst, um was reden wir überhaupt. Und zwar losgehen tut das Ganze mit dem schnelleren Zielen, ermöglicht um 33% schnelleres Zielen. Alternativ wäre der Waffenwechsel um 15%. Das stelle ich immer jedem frei, je nachdem, was da euer Favorit ist. Trotzdem würde ich bei einem Präzisionsloadout da auch eher das schnellere Zielen empfehlen, weil wir durchs Visier arbeiten wollen. In dem Zusammenhang auch wichtig, Lauf mit Mündungsbremse, das verbessert den horizontalen Rückstoß. Und ihr wisst ja, im Battlefield hat der horizontale Rückstoß kein gleichbleibendes Muster, also der variiert immer leicht. Von daher ist das was wir nicht beeinflussen können, im Gegensatz zum vertikalen Rückstoß. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man da die entsprechende Spezialisierung, wenn man auf ein Präzisionsloadout geht, damit einpackt. Dann sind wir natürlich ein Stück weit gefangen. Wir möchten den rechten Baum wählen. Gibt natürlich jetzt auch noch Alternative. Wir müssten jetzt nicht die weitere Rückstoßverbesserung nach oben wählen, sondern könnten, wie gesagt, auch aus der gezielten Bewegung die Präzision noch verbessern. Jetzt schauen wir uns einmal kurz das Rückstoßmuster an. Also es geht eigentlich nur nach oben. Das heißt, in dem Loadout ziehen wir nur leicht nach gegen und können ganz, ganz präzise auf dem Gegner bleiben. Und ja, jetzt seid ihr zu dieser Waffe, ich hoffe, auf dem aktuellen Stand. Probiert das Ganze gerne mal aus. Gebt mir euer Feedback in den Kommentaren, mit welchem Loadout ihr da am besten zurechtkommt, beziehungsweise wo ihr sagt, welche Waffe ist vielleicht für euch oder für euren Spielstil noch besser geeignet. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt STG 44 neben das Sturmgewehr 1 bis 5 halte, dann würde ich jetzt auch das Sturmgewehr 1 bis 5 eher bevorzugen. Ist allerdings auch ein Stück weit schwerer zu kontrollieren. Also gerade wenn jetzt jemand wieder
neu einsteigt oder ja, schon länger nicht mehr gespielt hat, dann ist die STG auf jeden Fall eine Empfehlung wert und so viel nehmen sich die beiden nicht. Ja, ich würde sagen Sturmgewehr 1 bis 5, bisschen besser, aber STG 44 je nach Spielstil und Erfahrung auch auf jeden Fall top. Jetzt habe ich noch ein bisschen Random Gameplay für euch, diesmal ohne Kommentar. Über die Distanzen haben wir sowieso gesprochen und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Euer A-Team.